Raumbad oder Schwenkbad, Kühlschrank oben oder unten, Light- oder Maxi-Chassis, schwarz oder grau. Einfach zusammengefasst, Two-Bin R Plus oder der normale Two-Bin Plus. Das sind die Fragen, denen wir in diesem Video nachgehen. Bleibt also dran, schnappt euch die ersten Eindrücke von beiden Fahrzeugen und dann durchleuchten wir das mal im Detail, damit ihr hinterher wisst, welcher Two-Bin Plus für euch die richtige Entscheidung ist. Das sind die beiden Kandidaten in unserem heutigen Vergleich. Wir haben quasi Vergleichswochen bei Togo Reisemobile. Ja, herzlich willkommen in einem neuen Video. Heute will ich euch so ein bisschen zeigen, welche unterschiedlichen Plus-Modelle es gibt. Für alle, die auf solche Vergleiche Lust haben und den letzten nicht gesehen haben, wir verlinken euch gleich mal hier vorne in der Ecke den letzten Vergleich. Da haben wir einen Two-Bin S Plus, das ist nämlich der dritte Bruder von den Plus-Modellen, verglichen mit dem Trenta 600. Zwei Fahrzeuge, die dicht beieinander sind. Es war auch total spannend zu sehen, wo die Unterschiede sind. Heute in diesem Video gucken wir uns aber den Two-Bin R Plus an. Das R steht für Raumbad und den Urvater aller Sondermodelle, den es bei Pössl oder überhaupt im Kastenwagensegment gibt, den Two-Bin Plus. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen, weil alles an Dekor wir gerade runtergenommen haben. Bevor wir richtig in den Vergleich eintauchen, will ich euch noch einen kleinen Hinweis geben. Folgt uns am besten auch bei Instagram. Da seht ihr immer noch ein paar Fotos zu den Fahrzeugen. Und auch wenn wir neue Videos machen, kündigen wir das damit an. Das heißt, wenn ihr Interesse an Kastenwagen im Allgemeinen habt, solltet ihr uns unbedingt bei Instagram auch Togo Reisemobile folgen. Ja, zu den Fakten. Wir haben hier zwei Fahrzeuge, die sind beide 5,99 Meter lang. Im Modelljahr 21 sind bei Pössl ja alle Plus-Sondermodelle 5,99 Meter. Wir hoffen immer noch, dass wir irgendwann mal einen 540er oder einen 636er kriegen. Aber das Plus steht bei Pössl grundsätzlich für ein Plus an Ausstattung. Das heißt, ihr habt bei beiden Fahrzeugen in der Grundidee ein fertiges Reisemobil mit Klimaanlage, mit Alufelgen, mit allen möglichen Sachen mit dabei, zu einem wahnsinnig attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass man wirklich sagen kann, ich nehme das nackte Auto, Markise, Fahrradträger, Radio, Rückfahrkamera und ihr habt eigentlich ein fertiges Wohnmobil. Man kann sich natürlich auch da sehr im Detail verlieren und ihr seht ja an den Fahrzeugen, die wir regelmäßig vorstellen, dass es immer mehr Dinge gibt, die wir einbauen und die auch spannend sind. Und es ist ja nun mal auch Hobby, da darf man sich ja auch austoben. Aber der Two-Bin Plus funktioniert wirklich auch in der Basis schon als vollwertiges Wohnmobil. Es gibt keine verpflichtenden Pakete, die man braucht, damit es überhaupt erst ein Auto wird. Beide Fahrzeuge, wie gesagt, 5,99 Meter lang, 2,65 Meter hoch und die normale Ducato-Breite. Man kann hier auf den ersten Blick schön sehen, wir haben ein Auto in Schwarz Metallic. Das ist eine quasi Sonderfarbe, also Aufpreis Metallic, und einen in Campo Volo Grau. Beide auf Fiat Ducato-Basis, gibt es sonst auch als Citroën Jumper. Einmal, damit ihr die Optik gleich seht, dieser hier hat das Optik-Style-Paket vom Ducato, quasi schwarz glänzender Kühlergrill, schwarze Scheinwerferrahmen und hier unten das, was wir immer wieder gefragt werden, das ist eigentlich eine Skidplate. Das ist quasi die Blende hier unten, die auch in dem Fall in schwarz ist. Und der Schwarz-Metallic-Wagen hier drüben kommt so, wie er ab Werk normal kommt, das heißt mit dem matt silbernen Kühlergrill, und dann behält er hier auch die silbernen Scheinwerfer. Passt aber auch gerade bei dem schwarzen Auto als Kontrast sicherlich sehr, sehr gut, weil ja auch das gesamte Dekor an der Seite grau und weiß abgestimmt ist. Wenn man sich ein Plus als normales Basisfahrzeug bestellt, dann ist er von Haus aus immer ein 3,5 Tonnen Leitchassis. Das heißt, ihr habt hier vorne keine Radlaufverbreiterung. Der Wagen hat jetzt die 16 Zoll Felgen. Normalerweise, das ist jetzt zwar ein gebrauchtes Fahrzeug, würde aber mit den normalen 15 Zoll Felgen als Alufelgen auch kommen. Da es beim Plus nur 100 € Aufpreis sind, auf die 16 Zoll Felgen zu gehen, wäre das die absolute Empfehlung, dort die 16 Zoll Felgen statt der 15 Zoll Felgen zu nehmen. Zum einen verschafft euch das ein bisschen mehr Bodenfreiheit und zum anderen tut es auch der Optik des Autos sehr, sehr gut, weil mit den 16 Zoll Felgen ist das ein total schlüssiges, schönes Fahrzeug. Wer möchte, kann auch noch eine Nummer weitergehen. Der normale Two-Bin, der dort steht, ist von den Kunden als Maxi-Chassis bestellt worden. Das ist gerade, wenn man später mal irgendwie auflasten wollen würde, vielleicht eine Rollerbühne dranhängen will, besonders schwere Lasten ziehen will oder auf 18 Zoll Felgen gehen will, dann ist das einfach so, dass das Maxi-Chassis auf jeden Fall für euch Sinn ergeben würde. Dann kommen hier die Kunststoffradläufe mit dazu und dann sieht auch die 16 Zoll Maxi-Chassis-Felge ein bisschen anders aus.
Beides sind aber Varianten, die gut funktionieren, weil der Tuwin Plus immer serienmäßig auf 3,5 Tonnen sowieso schon aufgelastet ist und damit sowieso kein Zuladungsproblem hat. Das zweite, was wir hier sehen, das ist jetzt der normale Tuwin Plus. Das Fahrzeug hat normalerweise vorgehängte Fenster. Beide Fahrzeuge, die hier stehen, haben jetzt die Rahmenfenster. Und bei dem Fahrzeug haben wir eben das komplette Dekor entfernt, so dass das Auto möglichst neutralen Eindruck macht, damit es, wenn man dann doch irgendwo ein bisschen heimlich steht, nicht direkt und komplett auffällt. Insgesamt aber glaube ich auch einfach, sehen wir ja immer wieder in den Videos, diese Kombination Campo Volo Grau mit schwarzen Anbauteilen, einfach eine richtig schöne Konstellation. Aber ehrlicherweise, wenn wir hier so über die Ecke luschern und ich dahinter so ein schwarzes Auto sehe, auch cool. Ich weiß gar nicht, was ich für mich bestellen. Doch, ich weiß, was ich für mich bestellen würde. Ich habe mir ein Auto in Campo Volo Grau bestellt. Aber ich finde das andere wirklich auch richtig schick. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr findet. Lieber ein bisschen hellere Farbe oder lieber ganz dunkel und im Wald noch weniger auffallen. Was ist die Lösung für euren Kastenwagen? Ja, das ist jetzt so ein bisschen der grobe Einstieg von außen. Die wahren Unterschiede zwischen dem Tuwin Plus und dem Tuwin R Plus finden wir im Innenbereich. Und deswegen steigen wir jetzt einfach mal ein in die Materie und gucken uns an, wie die Fahrzeuge innen aufgeteilt sind. Bevor wir uns jetzt im Detail mit dem Innenleben von beiden Fahrzeugen auseinandersetzen, vielleicht noch ein Wort zum Preis, weil wir das sonst gar nicht mehr großartig erwähnen werden. Wenn ihr die Fahrzeuge gleich ausstattet, und das geht ja, weil es die gleichen Basisfahrzeuge sind, dann ist der Unterschied im Prinzip sehr gering. Und zwar kann man ganz klar sagen, das Fahrzeug mit Raumbad, also der Pössl Tuwin R, kostet exakt 1.000 € mehr als der normale Tuwin. Ansonsten ist alles gleich. Alle Optionen kosten gleich, alles andere ist auch gleich und die Differenz ist bei Citroën und bei Fiat exakt die gleiche. Also ganz klar, der normale Tuwin ist immer 1.000 € günstiger als der andere. Kommt mal rein zu mir hier in den Tuwin R Plus, da schauen wir uns ein. Die Fliegengittertür hier vorne ist natürlich serienmäßig mit dabei, weil es ein D-Line-Fahrzeug von Pössl ist, hat er auch die elektrische Zuziehhilfe, die wir in den Videos immer zeigen. Aber vor allem hat er hier vorne eine wirklich schöne und große Sitzgruppe. Ja, wo unterscheiden sich die Fahrzeuge eigentlich? Die Grundfrage ist, oder man kann grundsätzlich sagen, die Unterscheidung liegt eigentlich im Kühlschrank, Bettbreiten und Nasszelle. Vorne im vorderen Bereich, wo wir hier sitzen, wir checken das gleich mal mit den genauen Maßen, erscheint mir das aber tatsächlich absolut identisch. Wäre ja auch unlogisch, wenn die Werke sich extra mehr Aufwand machen würden. Wir sind ja alle so ein bisschen so, dass man dann optimiert und wenn man eine tolle Sitzgruppe hat, warum sollte man sie in zwei sehr ähnlichen Fahrzeugen komplett unterschiedlich machen? Wir haben hier Fahrzeuge des Modelljahres 2021. Beide sind in dem serienmäßigen Holzdekor, also dem Holzdekor Basic. Dann habt ihr hier das normale Holz und der Polsterstoff Silver, auf dem wir hier sitzen, ist auch der Serienstoff aller Tuwin Plus Modelle. Insgesamt glaube ich eine schlüssige Kombination. Wenn ihr sagt, ihr hättet gerne ein bisschen moderner, heller oder nicht heller, aber gräulicher von den Tönen, dann gibt es die Elegance-Baureihe. Dann kommt hier der Korpus in so einem grauen Holz und die Klappen in weiß glänzend abgesetzt. Das, wie gesagt, seht ihr auch in dem Vergleichsvideo zwischen dem Tuwin S und dem Trenta 600. Bevor wir hier alle Details angucken, vielleicht noch ein Wort zu dem Tuwin S als Vergleichsthema. Einmal seht ihr den in dem anderen Video eben sehr ausführlich. Der Unterschied ist vor allem, dass er im Vergleich zu dem normalen Tuwin einen abgesenkten Kühlschrank hat und eine durchgehende Arbeitsfläche. Ja, was haben wir hier von der Sitzgruppe? Zum einen haben wir, das ist eine der wenigen Sachen, die hier nicht serienmäßig ist, den Schwenktisch mit dabei, dass man das rausdrehen kann. So habt ihr dann eben einen riesengroßen Tisch. Von den Maßen des Tisches, das haben wir zwar schon mehrfach gemessen, aber hier haben wir fast 91 cm Tischplatte und bis da hinten sogar 1,22 und von der Breite hier ein 55er Tisch, also wirklich einen großen, schönen Tisch. Das, was viel relevanter aber ist für den Vergleich zwischen den Fahrzeugen, haben wir hier 98 cm bis auf Tischhöhe und bis zur Nasszellenwand hier oben an dem Knick
1,18. Es würde mich überraschen, wenn gleich drüben eine andere Zahl bei rauskommt. Serienmäßig habt ihr in der Sitzgruppe die Lichtleiste. Da sind solche Spots mit drin. Die könnt ihr im Prinzip einsetzen, wo ihr wollt. Auch mit ins Sackbed nehmen. Die kann man auch einzeln mit dazu kaufen, dass man hier 2 Lampen hat oder hinten mehr Lampen hat. Und wer möchte, anstatt sich da aufwendig nochmal zusätzliche USB-Steckdosen zu montieren, gibt es auch USB-Adapter, die man dort einklicken kann. Nichtsdestotrotz sind eingebaute Steckdosen auch immer praktisch. Deswegen haben wir dieses Fahrzeug zum Beispiel mit dem Elektropaket 1 bestellt. Dann habt ihr hier oben einmal 230 Volt und Doppel-USB und hinten im Heckbettbereich auch nochmal, also echt eine gute Ergänzung zu den serienmäßig vorhandenen Steckdosen. Damit wir den direkten Vergleich haben, sollten wir von hier direkt einmal rüber hüpfen in den normalen Two-Win und einmal schauen, ob die Sitzgruppe wirklich gleich ist. Und von da aus arbeiten wir uns dann langsam nach hinten und gucken, wo die Unterschiede wirklich sind. Weil der erste Punkt wird auf jeden Fall bei beiden Fahrzeugen noch gleich sein. Erkennt ihr einen Unterschied? Ich nicht. Ich glaube, wenn man das Bild von der Seite hätte und nicht dazu sagen würde, dass ich gerade ganz aufwendig das Auto gewechselt habe, dann wüsstet ihr nicht, dass ich woanders war. Wir haben hier 99 cm. Wir haben hier oben, ups, das ist geknickt. Wir haben hier oben 1,18. Da ist alles genauso wie drüben. Also es ist wirklich kein Unterschied. Das heißt, auch die Details hier oben sind gleich. Witzigerweise sehe ich gerade, hier ist die USB-Steckdose offen. Drüben hatte sie einen Deckel drüber. Müssen wir mal klären, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Aber von der Nutzbarkeit ist es sowieso das Gleiche. Interessant ist also vor allem, wie sich der Rest des Fahrzeugs aufbaut. Und da sieht man hier im Prinzip gleich den großen Unterschied. Übrigens ist auch die Optik von vorne nach hinten gar nicht so unterschiedlich, weil wir bei beiden hier auf das hochgezogene Element schauen. Der Two-Win Plus, also ohne irgendeinen Zusatzbuchstaben, hat, und das ist der größte Unterschied, auf der einen Seite die Nasszelle mit der echten Holztür. Da schauen wir gleich rein und machen auch mal eine Sitzprobe. Und weil diese Nasszelle etwas mehr in den Raum reinreicht, kann der Kühlschrank nicht nach oben. Deswegen muss der Kühlschrank in diesem Fall nach unten. Und wir haben hier unten den Kühlschrank mit dabei. Das ist im Modelljahr 2021 ein Absorberkühlschrank. Das ist ja auch immer so ein bisschen was, wo sich die Geister daran scheiden, was der beste Weg des Kühlschranks ist. Absorberkühlschrank heißt, er läuft über 12 Volt, 230 Volt und Gas. Und ihr könnt dazwischen hin und her schalten. Darüber haben wir hier ein normales Schrankelement. Da könnt ihr ja mal einmal einen Blick um die Ecke werfen. Also einen normalen, schönen Kleiderschrank. Der Küchenblock des Two-Win Plus ist sehr normal und angeordnet, wie wir ihn schon immer kennen. Einen klassischen Zweiflammenkocher vorne mit dem elektrischen Zünder mit dabei und dahinter ein schön großes, separates Waschbecken. So kann man eben das, was man nicht benutzt, auch als Abstellfläche benutzen. Und wenn das nicht reicht, habt ihr hier vorne die Möglichkeit, noch eine kleine Arbeitsplatte mit zu ergänzen. Auch von der Aufteilung darunter. Wir haben hier einmal die Besteckschublade und darunter 2 normale große Schubladen. Das ist das, was Pössl in echt vielen D-Line-Fahrzeugen hat. Hier die große Aufteilung mit dabei. Und oben drüber ein ganz normales Fach. Was ich immer wieder bei den D-Line-Autos schön finde, sind die offenen Ablagen hier unten mit drin. Ja, prägt euch einfach mal ein, wie ich hier drin stehe. Das ist, dass man so ein Gefühl für Raumverhältnisse bekommt. Ihr dürft nicht denken, das sieht aber eng aus. Das liegt einfach daran, dass der Typ, der hier steht, ein Tick zu breit für das Auto ist. Für mich ist tatsächlich in Ordnung. Man stellt sich ja nicht breit in die Mitte des Fahrzeugs, sondern ich würde hier ganz normal nach hinten durchgehen. So ist das in Kastenwagen für mich schon immer gewesen. Also Schrank hier drüben und Nasszelle auf der Seite. Und mit genau dem Eindruck hüpfen wir jetzt wieder zurück in den Two-Win R Plus. Passt das ungefähr vom Bild? Also ihr seht, ich stoße nicht an. Ich habe nach links und rechts etwas mehr Raum. Dafür stehe ich aber etwas gebückter. Der große Unterschied des Two-Win R ist nämlich, dass er die Nasszelle, wenn ich sie benutze, in den Flur verlegt und wenn ich sie nicht benutze, einfach deutlich kleiner zusammenfaltet. Dadurch, dass die ganze Wand hier ein Stück weiter zurückrutscht, habe ich aber die Möglichkeit, mit dem Kühlschrank weiter in Gang zu kommen und deswegen kann der weiter nach oben. Und deswegen habe ich den Kühlschrank beim Two-Win R Plus sogar so, dass ich die Tür hier vor meiner Nase noch auf und zu machen kann. Und es ist hier technisch gesehen ein Kompressorkühlschrank, das heißt, er läuft ausschließlich über 12 Volt. Also ihr braucht, wenn ihr einen Kompressorkühlschrank habt, immer ausreichend Strom mit dabei. Über Lithiumbatterien, eine zweite Bordbatterie, eine Solaranlage können wir das ja immer super abdecken, aber achtet darauf, dass euer Energiekonzept auf jeden Fall aufgeht. Kleiderschrank hat der Two-Win R Plus natürlich auch.
Der ist sogar etwas größer, weil er unten ist und dadurch etwas tiefer ist als bei dem anderen Fahrzeug. Der Küchendock, wenn man so drauf schaut, ist exakt der gleiche. Das heißt, wir haben auch den Zweiflammenkocher, wir haben auch das Waschbecken und die Schubladen sind genau das gleiche wie in dem anderen Fahrzeug. Da brauchen wir uns jetzt nicht alles im Detail anschauen. Das, was wirklich spannend ist, ist quasi das Raumbad. Und da sieht man im Prinzip die großen Vorteile. Und das ist jetzt wirklich einfach eine Philosophiefrage. Das Raumbad ist das größere Bad, wenn ihr es braucht. Es ist kleiner, wenn ihr es nicht benutzt. Es ist eine echte Dusche und das Bett hinten wird breiter. Jetzt könnte man sagen, das hat doch nur Vorteile. Warum verkauft man auf der Welt nicht nur noch Raumbäder? Kann ich euch auch sagen. Weil wenn ihr das Raumbad benutzt und beide Türen hier vor und hinter mir zu sind, dann ist das Fahrzeug quasi stillgelegt. Das heißt, derjenige, der nicht auf Toilette ist, kommt nicht an den Kühlschrank ran. Wenn jemand im Bad ist, gibt es hier kein Durchkommen mehr. Und, das ist so ein bisschen so ein subjektives Thema, diese Lamellentüren sind halt vor allem Blickschutz. Fühlt sich aber nicht an wie eine Tür zu machen. Ihr werdet gleich sehen, wenn wir drüben auf Klo gehen, da mache ich eine Holztür hinter mir zu. Das ist, im Wohnmobil ist ja Privatsphäre überbewertet, aber es ist gefühlt ein bisschen mehr Privatsphäre. Und deswegen muss man einfach fragen, wie das so vom Typ ist. Wie man sich wohlfühlt. Von der Beinfreiheit, ich weiß jetzt schon, dass das in dem Tubin Plus auf jeden Fall auch gut funktioniert. Aber hier ist natürlich noch mal etwas mehr Raum als drüben. Und wenn man viel im Fahrzeug duscht, dann könnte das hier wirklich eine ernsthafte Alternative für euch sein, weil einfach ihr kaum Vorhang habt, sondern 3 Seiten der Dusche mit einer Tür und nur hier zum Waschbecken hin mit dem Vorhang einmal an der Schiene abgetrennt wird. Was schön ist, dass bei beiden Plus-Modellen das Nasszellenfenster immer serienmäßig mit dabei ist. Das heißt, das habt ihr mit dabei, das müsst ihr bei allen anderen Fahrzeugen mitbestellen. Und auch vom Stauraum haben wir hier richtig viel Platz. Ja, wo gefällt euch das am besten? Ich weiß es selber gerade gar nicht genau, weil die Vor- und Nachteile tatsächlich für mich relativ ausgeglichen sind. Ist ja immer gut und dadurch kann jeder für sich subjektiv unterscheiden, wo er sich am wohlsten fühlt. Das Schöne an dem Raumbad ist aber eben, wenn es jetzt geschlossen ist, ist hier der Raum komplett auf ein Minimum reduziert. Das heißt, die Nasszelle nimmt viel weniger Platz weg als eine Nasszelle, die dauerhaft groß ist. Und dadurch habe ich hier auch das breitere Bett. Und bevor wir gleich wieder rüber gehen, greife ich mir mal ganz kurz mein Maßband. Und wir haben hier wirklich 1,60 im Oberkörperbereich und am Fußende auch etwas über 1,50 Bettenbreite. Das heißt, wir haben hier, glaube ich, im 6-Meter-Bereich eins der größten Betten, die überhaupt denkbar sind. Und mit den Maßen 1,60 am Oberkörper und 1,50 am Fußende gehen wir rüber in den Tubin Plus und gucken mal, was der als Vergleichsbettenmaß im Angebot hat. Auch im normalen Tubin haben wir ein richtig schönes großes Bett, aber es wird etwas schmaler sein als drüben. Hier haben wir auf dieser Seite so 1,46 ungefähr und auf der anderen Seite bei der Nasszelle 1,40. Das heißt, zum einen für euch als Learning, so heißt es ja neudeutsch, hier ist der breitere Teil auf der Seite, beim Tubin R ist der breitere Teil auf der Seite. Allerdings ist beim Tubin R der schmalere Teil breiter als der breite Teil hier. Alle verstanden? Nein. So. Ich will einfach nur sagen, ihr habt die gleiche. Wenn im Tubin R könnt ihr liegen, wie rum ihr wollt. Hier ist es so, dass das schon eher mit dem Kopfende hier ist, weil ihr da 1,46 habt. Beide sind aber über 1,40 in der gesamten Breite vorhanden. Das muss aber eben auch so sein, weil wir hier eben die Nasszelle haben, die in dieser Dimension mehr Platz in Anspruch nimmt. Und das hat den netten Vorteil, dass sie eben immer eine ganze Nasszelle ist. Ich habe keine Schiebetüren, die ich rumschieben muss. Und ich mache mich mal hier gleich wieder klein auf die Toilette. Und ich habe eine normale Toilette. Und das Schöne hier, und das ist tatsächlich was für mich ein echter Pluspunkt ist, ihr habt eine echte Tür. Die Tür ist zu und es fühlt sich an, als wenn man zu Hause auf Klo gehen würde. Wer viel im Auto duscht, hat sicherlich den Kompromiss des Vorhangs hier. Aber ansonsten haben wir auch das Nasszellenfenster hier, haben ein bisschen mehr Ablagen, weil wir auch ein großes Fach haben, weil wir dazu die offene Ablage hier haben. Und in dem Zusammenhang ist mir noch nie so aufgefallen, aber ein Unterschied, der für mich wirklich auch echt relevant ist, hier habe ich eine echte Dachhaube oben. Drüben habe ich durch die Lamellentüren und die Schiebetüren keine Dachhaube, sondern nur das Fenster an der Seite. Also von der Belüftung hier ist es tatsächlich sogar etwas besser. Das sind aber einfach unterschiedliche Konzepte.
Wie die Konzepte sich hinten im Heckstauraum unterscheiden, dafür gucken wir uns jetzt beide Fahrzeuge nochmal von hinten an und gucken, ob da in den Maßen Unterschiede sind oder ob das im Prinzip vergleichbar für euch ist. Genauso unterschiedlich wie die Grundrisse sind natürlich auch die Nutzer der Fahrzeuge. Deswegen haben wir an beiden Fahrzeugen auch unterschiedliche Möglichkeiten des Fahrradtransports. Der Tubin R Plus hat hier den Busbiker von uns bekommen. Das ist ein Busbiker Light, das heißt besonders auf Gesamtgewicht fixiert und nicht mit der Möglichkeit, eine Anhängerkupplung später dran zu machen. Aber ihr könnt, wenn ihr ihn nicht benötigt, den ganzen Träger hochklappen. Und das Tolle ist, er trägt eben 70 Kilo und ihr könnt ihn auch voll beladen, zumindest wenn der Platz es zulässt, zur Seite klappen. Und dann habe ich eben mit 2 Fahrrädern drauf hier die Möglichkeit, den Stauraum komplett zugänglich zu machen und auch an die Gasflaschen auf der Seite hier zu kommen. Beide Tubin Plus bzw. alle Plus-Modelle sind bei Pössl so angelegt, dass sie 2x11 Kilo Gas mit drin haben. Und ihr könnt sie auch alle optional mit einer Dieselheizung bestellen. Von den Maßen, wir sind jetzt hier beim Tubin R Plus, haben wir hier silberne Ladekante bis nach vorne, 1,28 und dann haben wir hier hinten, da gehen wir mal ein bisschen höher, etwas über 1,50. Und in der Breite haben wir 92 cm. Die Höhe ist bei allen Pössl-Fahrzeugen das gleiche. Insgesamt hier kann man noch mal einen Blick drauf werfen. Finde ich ein total schönes Raumgefühl. Und man kann auch ganz gut nach vorne gucken. Und das Raumbad hat halt, wenn ich von hier reinschaue, auch die Möglichkeit, die Lamellentüren hier zum Abtrennen zu nehmen. Das heißt, wenn ihr unterschiedliche Tagesrhythmen habt, einer steht ein bisschen früher auf oder der eine geht immer deutlich später ins Bett, kann ich natürlich mit so einer Lamellentür hier viel klarer Wohnen und Schlafen abtrennen. Oder auch wenn ihr das Auto vielleicht beruflich nutzt, zu sagen, wenn ich doch mal Gäste habe, die vielleicht nicht sehen sollen, wie ihr auf Klo geht oder wie das hinten im Bettbereich aussieht, ziehe ich die Lamellentür zu und habe eine klare Trennung und vorne quasi Büro und Wohnen und hinten Schlafen und Badezimmer. Ja, das Bett insgesamt ist schön und groß. Hier haben wir die Serienmatratze mit drin. Das ist echt gut, weil beide Fahrzeuge eigentlich sehr nah beieinander sind, aber die Details dann doch unterschiedlich. Und drüben in dem Tubin Plus haben wir die 7-Zonen Kaltschaummatratze, wie das bei Pössl so schön heißt. Wir machen hier erstmal wieder zu. Den Busbiker daran. Immer schön arretieren, damit die Fahrräder während der Fahrt nicht wegfliegen. Und dann kann man das Ganze auch hochklappen und so habt ihr dann im Alltag, wenn keine Fahrräder dabei sind, ein deutlich kürzeres Fahrzeug. Wer sagt, ich habe keine E-Bikes dabei, aber Fahrräder natürlich doch, für den ist natürlich auch der ganz normale Fahrradträger eine super Lösung. Ladehöhe ein bisschen höher, Zuladung 35 Kilo, also ungefähr die Hälfte, dafür aber deutlich günstiger und gefühlt ist das Fahrzeug einfach kürzer. So, einmal nehmen wir kurz, das ist das Dekor, was zum Auto gehört, raus. Einmal haben wir hier eben, wie schon gesagt, die 7-Zonen Kaltschaummatratze. Ist ein bisschen dicker, ist vom Liegekomfort gut, aber ich schlafe ehrlicherweise auch auf der Serienmatratze schon sehr gut. Vom Stauraum, erstaunlicherweise wirkt es für mich hier fast etwas größer. Ne, 92,2 cm, das ist exakt das gleiche wie drüben. Und hier haben wir von der Tiefe 1,35 und 1,43. Doch das ist hier ein bisschen mehr. Also der Heckstauraum am Tubin Plus normal ist etwas größer. Insgesamt, ihr merkt das schon, die Fahrzeuge unterscheiden sich eigentlich nur im Detail. Aber ich merke, wenn ich mit den Kunden spreche, sind das genau die Details, die für euch den Unterschied machen, wo ihr euch richtig zu Hause fühlt. Die Qual der Wahl habt ihr ja sowieso. Wenn es ein 6-Meter-Fahrzeug sein soll, was ja die meistverkaufte Variante ist, dann habt ihr ja allein im Pössl-Kosmos mit dem Tubin Plus, mit dem Tubin S Plus, mit dem Tubin R Plus, mit dem Trenta 600. Das Ganze gibt es auch alles nochmal als Globe Car. Dazu den Summit 600 Plus, den Summit 600 Prime. Alleine da haben wir so viele Varianten. Und dann kommt ja auch noch jeder andere Hersteller mit 6 Meter um die Ecke. Bei uns wären das Westfalia eben. Wenn ihr euch für 6 Meter interessiert, schaut euch einen Westfalia Amundsen 600D oder den Columbus 600, 601 an. Und auch Lastrada hat mit dem Avanti L und dem Avanti XL 2 6 Meter Fahrzeuge im Programm. Das, was ich euch einfach sagen kann, es gibt für jeden Topf den passenden Deckel, für jedes Portemonnaie das passende Auto und für jede Geschmacksrichtung das richtige Innendesign. Also ihr werdet euren 6 Meter Wagen finden.
Grundsätzlich helfen wir euch dabei gerne und hoffen, dass wir mit den Videos euch eine richtig gute Hilfestellung zur Seite stellen und würden uns dementsprechend natürlich auch freuen, wenn ihr euch euer Fahrzeug zulegt, dass ihr das mit uns zusammen tut. Insgesamt könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, welcher Twin euch am besten gefällt. Denkt immer auch dran, den Twin S gibt es an dieser Stelle auch. Und für alle Anregungen und wenn ihr mal einen Vergleich zwischen Fahrzeugen sehen wollt, schreibt es einfach mal drunter. Wir nehmen das gerne als Anregung mit dazu, weil wir ja alles so ein bisschen durch die Togo-Brille sehen und sagen, das würde mich jetzt mal interessieren. Und jedes Video, was ich mache, bringt ja auch mich selber weiter. Wenn ich weiß viel mehr in den Details, wie fühle ich mich in dem einen Bad, wie fühle ich mich in dem anderen Bad. Und deswegen sind wir auch dankbar für Ideen, die ihr für uns mit dabei habt. Ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck zwischen den Pössl Twin Plus Modellen hier erhalten. Und wünsche euch viel Spaß in allen anderen Videos. Bis bald bei uns in Stove oder eben im nächsten Video. Alles Gute!